Wenn du planst, von Deutschland nach Dubai umzuziehen, dann kann es Sinn für dich machen, zunächst nach Österreich zu ziehen. Warum das so ist, das werde ich dir in diesem Video erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Thema hier, die Dubai-Österreich-Strategie und viele andere steuerliche Themen auch, werden wir intensiv und im Detail bei unserem Seminar und unserer Erlebnisreise nach Dubai behandeln. Das ist eine Woche Dubai, Montag bis Freitag. Wie gesagt, ein intensives Seminarprogramm, aber natürlich auch Zeit, dann sich Dubai einmal anzuschauen, sich Immobilien anzuschauen. Wir machen noch eine Tour nach Abu Dhabi. Es gibt eine Wüstensafari, aber eben vor allen Dingen, wir befassen uns intensiv mit den steuerlichen Themen, die du wissen musst, wenn du nach Dubai umziehen musst. Wir befassen uns mit dem Thema Firmengründung, mit dem Thema Visa, Investitionen, Immobilien etc. Also ein sehr intensives Programm für Vermögende aus Deutschland, die planen, nach Dubai umzuziehen. Ich lade dich herzlich dazu ein. Wie gesagt, auch diese Lösung, die wir jetzt in diesem Video besprechen, werden wir dort im Detail vorstellen. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Termine etc. Natürlich auch dort. Einen Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie du vielleicht weißt, haben die Vereinigten Arabischen Emirate kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr mit Deutschland. Dieses Abkommen ist ausgelaufen vor einiger Zeit und wurde nicht verlängert und soll wohl auch nicht neu aufgelegt werden. Daraus ergeben sich dann verschiedene steuerliche Herausforderungen. Zum einen bist du von der erweiterten beschränkten Steuerpflicht betroffen, wenn du Deutschland verlässt. Also 10 Jahre fällst du möglicherweise noch unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht. Du bist auch in Deutschland noch 10 Jahre Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig, wenn du nach Dubai umziehst. Außerdem hast du eben, wenn du in Dubai wohnst, keinen Abkommensschutz, was gerade bei deutschen Einkünften für dich zu einem wirklichen Problem werden kann. Für diese Herausforderung gibt es eine interessante Lösung und diese Lösung heißt, dass du zunächst mal von Deutschland nach Österreich auswanderst, also deinen deutschen Wohnsitz aufgibst, deine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland aufgibst und deinen Erstwohnsitz in Österreich nimmst. Österreich hat bekanntlich ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn du dann nach Österreich umgezogen bist und dann in Dubai einen weiteren Wohnsitz begründest und dann praktisch dort in Dubai deinen Lebensmittelpunkt hast, wirst du keine Steuern in Österreich bezahlen, außer natürlich auf österreichische Einkünfte, sondern du wirst, wie es eben bei Doppelbesteuerungsabkommen üblich ist, dann in Dubai unbeschränkt steuerpflichtig sein. Das heißt, aus deutscher Sicht bist du nach Österreich umgezogen. In Österreich ist ja auch dann dein Hauptwohnsitz. Du bist in Österreich gemeldet. Du hast dort eine Wohnung. Du reichst dort möglicherweise eine Steuererklärung ein. Österreich ist kein Niedrigsteuerland. Das heißt, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht wird dann nicht zum Tragen kommen. Auch bist du nur 5 Jahre von der deutschen Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer betroffen. Und natürlich hast du den Abkommensschutz, denn wie gesagt, Österreich hat ja ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, natürlich ist ja völlig klar, was im Hinblick auf deutsche Einkünfte vor allen Dingen ein großer Vorteil ist. Was bedeuten diese steuerlichen Vorteile nun konkret? Mit der erweitert beschränkten Steuerpflicht haben wir uns ja auf diesem Kanal schon vielfach beschäftigt. Sie bedeutet zunächst mal, dass du in Deutschland noch 10 Jahre Steuererklärung einreichen musst und dort ein weltweites Vermögen deklarieren musst. Selbst wenn du dann keine Steuern auf deine Auslandseinkünfte in Deutschland bezahlen musst, ist natürlich allein dieser Aufwand sehr enorm. Und viele wollen das ja auch nicht. Viele wollen nicht aus Deutschland wegziehen, nur um dann noch für 10 Jahre lang weiterhin in Deutschland hier Steuererklärungen einreichen zu müssen. Ein weiterer Nachteil der erweitert beschränkten Steuerpflicht ist, dass du dann weitere Einkünfte in Deutschland versteuern musst, die du normalerweise dort nicht versteuern musst. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast ein Aktiendepot und in diesem Aktiendepot befinden sich Aktien deutscher Unternehmen. Normalerweise, wenn du ins Ausland umziehst, in ein Land wie, sagen wir mal, Österreich oder auch Frankreich oder Italien, dann sind Veräußerungserlöse und Dividenden, aber natürlich genauso auch Zinsen danach nicht mehr in Deutschland zu versteuern, sondern in deinem neuen Ansässigkeitsland. Bist du aber von der erweiterten beschränkten Steuerpflicht betroffen, weil du zum Beispiel nach Dubai umziehst oder auch nach Monaco, dann musst du diese Einkünfte weiterhin in Deutschland versteuern. Das heißt, selbst wenn dein Depot nicht mehr in Deutschland ist, aber du einfach deutsche Aktien hast und diese Aktien dann verkaufst, dann musst du auf diese Verkäufe noch 10 Jahre Steuern in Deutschland bezahlen, obwohl du gar nicht mehr in Deutschland bist. Eine weitere Dimension ist Krypto. Fällst du unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, dann musst du dich noch für 10 Jahre an die deutschen Regelungen zum Thema Krypto halten. Das heißt also, um Krypto steuerfrei zu verkaufen, musst du mindestens ein Jahr warten.
Viele Influencer also, die heute einfach nach Dubai umziehen und dann groß auf Instagram damit prahlen, was sie jetzt hier alles mit Krypto-Trading verdient haben, steuerfrei, die vergessen vielfach diese erweiterte, beschränkte Steuerpflicht und geben hier in aller Öffentlichkeit bekannt, dass sie keine Steuern in Deutschland bezahlt haben. Unwissend, denn sie haben vermutlich keine Ahnung, dass diese Steuerpflicht existiert. Aber ziehst du eben nach Österreich um, dann gelten diese Kriterien nicht, denn Österreich ist kein Niedrigsteuerland und somit wird auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht ausgelöst. Ein weiterer Vorteil dieser Österreich-Dubai-Lösung ist die Erbschaftssteuer. Du weißt ja, wenn du Deutschland verlässt, egal in welches Land, dann bist du mindestens noch 5 Jahre unbeschränkt in Deutschland erbschaftssteuerpflichtig und schenkungssteuerpflichtig. Das heißt, wenn du ins Ausland ziehst und du schenkst zum Beispiel deinem Kind oder deiner Frau einen Geldbetrag, selbst wenn es im Ausland keine Schenkungssteuer gibt, musst du in den ersten 5 Jahren nach dem Wegzug in Deutschland die Schenkungssteuer erklären und auch abführen. Ziehst aber zum Beispiel nach Dubai um oder nach Monaco und andere niedrig besteuerte Gebiete, dann bist du noch für 10 Jahre Erbschaft und Schenkungssteuerpflichtig in Deutschland. Und da spielt es keine Rolle, ob das, was du vererbst oder verschenkst, sich in Deutschland befindet, auch wenn es sich um ausländisches Vermögen handelt. Das heißt, auch wenn die Beschenkten oder die Erben keine Deutschen sind und auch nicht in Deutschland wohnen, ist trotzdem in Deutschland die Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuer noch fällig. Auch das verkürzt du auf 5 Jahre auf den normalen Zeitraum, wenn man ins Ausland umzieht, wenn du nach Österreich ziehst. Und dann generell haben natürlich Doppelsteuerungsabkommen eine große Schutzwirkung. Das heißt, mit dieser Lösung hier richtig umgesetzt, mit 2 Wohnsitzen, einen in Österreich und einen in Dubai und mit der Tatsache, dass dein Lebensmittelpunkt in Dubai ist, lebst du nicht nur de facto steuerfrei, sondern du hast auch viele Probleme in Deutschland vermieden. Also gerade für Vermögende, die ins Ausland ziehen, kann das ein sehr wichtiger, ein sehr entscheidender Vorteil sein. Und so wundert es nicht, dass wir einige Mandanten haben, die genau diesen Weg auch beschritten haben. Da gibt es natürlich einige Dinge zu beachten, damit das Ganze funktioniert. Das ist ja nicht einfach irgendein Trick, das ist ja völlig klar, das ist ja alles komplett legal, aber wie bei jedem komplexen steuerlichen Setup muss man natürlich viele Details bedenken. Hierbei können wir dich unterstützen. Wir arbeiten mit hervorragenden Steuerberatern in Deutschland, in Österreich und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Wir ziehen die Experten hinzu, die du brauchst. Zum Teil sind die natürlich auch bei unserem Seminar in Dubai anwesend. Und wie gesagt, bei unserem Seminar werden wir hier auf alle Details dieser Lösung eingehen und natürlich, was du genau beachten musst, damit das Ganze auch funktioniert. Es ist ja völlig klar, dass das ein gewisser Aufwand ist. Also du brauchst eine Wohnung, einen Wohnsitz in Österreich und einen in Dubai. Da wird vielleicht manch einer sagen, naja, dann muss ich ja Mieten in 2 Ländern bezahlen, muss da einen Wohnsitz in Österreich unterhalten, den ich möglicherweise nicht sehr oft benutze. Genau das musst du leider tatsächlich so machen. Das ist einer der Punkte, wo es natürlich sehr auf die Gestaltung dann im Detail ankommt. Hier sollte man keinen Fehler machen. Und wenn du sagst, dass dir das jetzt zum Beispiel zu teuer ist, dann würde man sagen, okay, dann bringt diese Lösung wirklich nichts für dich. Das muss man richtig machen. Ansonsten handelt man sich damit nur Ärger ein. Wenn auch du Interesse hast, nach Dubai umzuziehen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder aber dich natürlich in Dubai bei unserem Event begrüßen zu dürfen. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, nach Dubai umzuziehen und natürlich auch in viele andere Gebiete, in viele andere Länder. Denn anders als viele lokale Experten sind wir nicht auf ein bestimmtes Gebiet festgelegt, sondern können dich zu einer Vielzahl von interessanten Ländern beraten. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes. Wir helfen Mandanten dabei auszuwandern, sich steuerlich im Ausland zu optimieren, ihr Vermögen aufzubauen und natürlich auch bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.